wenn wir eines Tages außerirdisches Leben wirklich entdecken werden, dann könnte diese Antwort nicht aus einer sehr fernen Galaxie kommen, sondern vielleicht von einem Ort, den wir auf kosmischer Skala fast schon als unseren Nachbarn bezeichnen könnten. Denn die Menschheit blickt seit langer Zeit nicht nur mit Neugier zum Himmel, sondern zugleich mit einer tiefen, stillen Sehnsucht. Manchmal richteten wir unseren Blick auf die rostige Oberfläche des Mars. Manchmal stellten wir uns vor, was sich unter der Eiskruste Europas verbirgt. Manchmal untersuchten wir die Wasserfontänen, die Enceladus in die dunkle Leere hinausschleudert. Wir haben ferne Welten, die um tausende Sterne kreisen, eine nach der anderen registriert. Aber inmitten dieser großen Suche gibt es ein System, dessen Name meist nicht am lautesten ausgesprochen wird. Ruhig, unauffällig, still und vielleicht gerade deshalb erschreckend vielversprechend. Der Ort, von dem wir sprechen, ist Tau Ceti. Tau Ceti ist ein Sternsystem in etwa 12 Lichtjahren Entfernung von der Erde. Als bloße Zahl wirkt das wie eine unvorstellbare Distanz. Und das ist es auch. Mit der Technologie, über die wir heute verfügen, ist es nahezu unmöglich, dorthin innerhalb eines Menschenlebens zu gelangen. Aber wenn man in interstellaren Maßstäben denkt, ist es eigentlich ziemlich nah. Doch was uns dorthin zieht, ist nicht nur seine Nähe. Es ist der Charakter des Sterns im Zentrum des Systems. Denn der Stern von Tau Ceti ähnelt unserer Sonne in vielerlei Hinsicht. Kein perfekter Zwilling, aber auch kein Fremder. Das heißt, wir haben es nicht mit einem völlig anderen extremen Stern zu tun. Eher mit einer etwas anderen Version eines Systems, das uns vertraut vorkommt. Warum ist es also so wichtig, dass ein Stern der Sonne ähnelt? Weil es bei der Suche nach Leben nicht nur darum geht, dass ein Planet existiert. Die eigentliche Frage ist, wie ausgeglichen das System ist, das über das Schicksal dieses Planeten entscheidet. Ein Stern kann sehr gewalttätig sein. Seine Ausbrüche können heftig sein. Er kann die Welten um sich herum mit Strahlung prügeln. Umlaufbahnen können instabil sein. Planeten können entweder ofenheiß oder grabeskalt sein. An so einem Ort ist schon das Entstehen von Leben schwierig und sein Fortbestehen noch viel mehr. Doch wenn wir auf Tau Ceti blicken, ist unser erster Eindruck nicht Chaos. Wenn wir auf Tau Ceti blicken, sehen wir zunächst weniger Unordnung als Vertrautheit. Der Stern Tau Ceti wirkt etwas kleiner, etwas lichtschwächer und etwas langlebiger als unsere Sonne. Das mag wie ein kleines Detail klingen. Aber im Universum schreiben manchmal gerade kleine Unterschiede die größten Geschichten. Ein ruhigerer Stern bedeutet theoretisch längere, stabile Phasen. Und das heißt, dass jene gewaltige Geduld möglich sein könnte, die nötig ist, damit Chemie mit der Zeit zu Biologie wird. Denn Leben hat es nie eilig. Zuerst verbinden sich Atome, dann Moleküle. Dann erzeugt das Chaos Ordnung. Und irgendwann beginnt etwas Unbelebtes plötzlich, sich selbst zu kopieren. Für all das reichen Millionen Jahre vielleicht nicht aus. Manchmal braucht es Milliarden. Trotzdem begeistert uns am meisten nicht der Stern selbst. Entscheidend sind die Planeten, die ihn umkreisen. Beobachtungen der letzten Jahre deuten darauf hin, dass es um Tau Ceti mehrere Planeten geben könnte. Einige davon machen uns nicht besonders viel Hoffnung. Manche liegen wahrscheinlich zu weit innen, also gefährlich nahe an ihrem Stern. Andere könnten jenseits der habitablen Zone liegen, kalt, dunkel und rau. Doch in der Mitte dieses möglichen Systems gibt es zwei Namen, die alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen: Tau Ceti E und Tau Ceti F. Genau hier beginnt die Geschichte wirklich interessant zu werden, denn Tau Ceti E ist eine Welt, die auf den ersten Blick Hoffnung macht, bei näherem Hinsehen aber Fragezeichen hinterlässt.
Schauen wir uns also zuerst Tau Ceti E an. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um eine felsige Supererde, also um einen Planeten, der größer und schwerer ist als unsere Erde und vermutlich eine stärkere Schwerkraft besitzt. Das allein ist nichts Schlechtes. In manchen Szenarien können größere felsige Planeten ihre Atmosphäre sogar besser halten. Doch die eigentliche Frage ist nicht seine Masse, sondern seine Entfernung zu seinem Stern. In Berechnungen zur Bewohnbarkeit bewegt sich Tau Ceti manchmal gefährlich nah an der Grenze der Hoffnung und manchmal an der Grenze der Gefahr. Und im All können winzige Unterschiede gewaltige Folgen haben. Deshalb liegen für Tau Ceti zwei grundlegende Szenarien vor uns. Das erste ist düster. Dieser Planet könnte sich in eine venusähnliche Katastrophe verwandelt haben. Eine dichte und erstickende Atmosphäre. Ein außer Kontrolle geratener Treibhauseffekt, der keine Wärme entweichen lässt. Schwere Gase, die den Himmel unsichtbar machen. Und Temperaturen, die die Oberfläche für fast jede Form von Leben feindlich werden lassen. Wenn es dort einmal Ozeane gab, könnten sie längst verschwunden sein. Das Wasser könnte verdampft, dann ins All entwichen sein. Und zurückgeblieben wären nur noch schweigende Felsen. Doch das zweite Szenario macht Hoffnung. Wenn die Chemie seiner Atmosphäre anders ist, wenn eine Wolkendecke das Sternenlicht besser reflektiert als erwartet, oder wenn Wärme über den Planeten hinweg ausgewogen transportiert wird, dann ist diese Welt vielleicht nicht völlig verloren. Vielleicht hat sich, wenn schon nicht an der Oberfläche, dann doch in gemäßigteren Schichten ein Tor für Leben geöffnet. Das Problem ist nur, die Daten, über die wir heute verfügen, reichen nicht aus, um zwischen diesen beiden Bildern eindeutig zu wählen. Wir können noch nicht auf die Oberfläche dieser fernen Welt blicken und sagen, ob dort blaue Wassermassen liegen oder rotbraune aufgerissene Ebenen. Wir wissen nicht, was sich unter ihren Wolken verbirgt. Wir wissen nicht, wie dicht ihre Atmosphäre ist, falls sie eine besitzt. Kurz gesagt, das Ehrlichste, was wir über Tau Ceti sagen können, ist eigentlich, wie wenig wir wissen. Und manchmal entstehen die aufregendsten Momente in der Wissenschaft nicht aus dem Wissen selbst, sondern daraus, dass die Grenzen unserer Unwissenheit zum ersten Mal sichtbar werden. Tau Ceti F trägt eine ganz andere Spannung in sich. Dieser Planet ist also nicht so heiß wie Tau Ceti E. Er zieht weiter entfernt um seinen Stern. Das bedeutet, dass ihn weniger Energie erreicht. Auf den ersten Blick wirkt das wie eine schlechte Nachricht. Denn flüssiges Wasser ist in Debatten über Leben noch immer einer der wichtigsten Schlüssel. Wenn Wasser gefriert, verändert sich das Schicksal einer Oberfläche sofort. Falls es dort Ozeane gibt, könnten sie gefroren sein. Deshalb könnten sich chemische Kreisläufe verlangsamen. Bewegung könnte zum Erliegen kommen. Doch genau hier taucht wieder diese entscheidende Variable auf, die Atmosphäre. Denn das Schicksal eines Planeten wird nicht nur von dem Licht bestimmt, das er empfängt, sondern auch davon, wie er dieses Licht festhält. Wenn Tau Ceti F eine dichte Atmosphäre besitzt, besonders eine, die reich an Gasen ist, welche den Treibhauseffekt verstärken, dann könnte diese auf dem Papier kalt wirkende Welt in Wirklichkeit viel milder sein, als vermutet. Unter einer eisbedeckten Oberfläche könnten sich flüssige Schichten befinden. Auch wenn es keine weiten Ozeane gibt, könnte es vorübergehende oder lokale Regionen geben, in denen sich Leben halten kann. Vielleicht liefert vulkanische Aktivität innere Wärme. Vielleicht zirkuliert in tiefen Spalten chemische Energie. Vielleicht wirkt die Oberfläche für uns still, während sich unter der Erde eine geduldige und langsame Kette des Lebens fortsetzt. Genau deshalb ist es falsch,
den Planeten F einfach als zu kalt abzutun. Kurz gesagt, E könnte zu heiß sein, F könnte zu kalt sein. Aber unter den richtigen Bedingungen haben beide die Möglichkeit von Leben noch nicht vollständig verloren. Deshalb fasziniert das Tau-Ceti-System Wissenschaftler. Denn hier haben wir es weder mit einem eindeutigen Paradies noch mit einer sicheren Hölle zu tun. Hier gibt es eine Grauzone, Unentschlossenheit, Unsicherheit. Und oft verbergen sich gerade in diesem Zwischenbereich die spannendsten Entdeckungen. Denn ein klares Nein schließt die Tür. Ein klares Ja trägt die Neugier auf eine andere Ebene. Aber die Grauzone hält den menschlichen Geist in Bewegung. Sie lässt neue Teleskope entwerfen, präzisere Instrumente bauen, bessere Modelle entwickeln. Kurz gesagt, was die Wissenschaft vorantreibt, sind manchmal nicht die Antworten, die wir gefunden haben, sondern die Fragen, die uns nicht loslassen. Natürlich können wir nicht allein mit Hoffnung voranschreiten. Tau-Ceti zu stark zu romantisieren hieße, die wissenschaftliche Ehrlichkeit zu verlieren. Denn dass ein Planet in der habitablen Zone liegt, reicht für sich genommen nicht aus. Oft ist das nur der Ausgangspunkt. Das wahre Bild wird von Dutzenden anderer Faktoren bestimmt. Der Dicke der Atmosphäre, ihrer chemischen Zusammensetzung, geologischer Aktivität, Magnetfeld, Wasserkreislauf, Einschlagsgeschichte, orbitaler Stabilität und vielem mehr. Zu sagen, dieser Planet befindet sich in der richtigen Entfernung, bedeutet also nicht, dieser Planet ist offen für Leben. Es bedeutet nur, dass die Frage noch nicht abgeschlossen ist. Und genau darin liegt der Reiz von Tau-Ceti. Es öffnet die Tür nicht und schließt sie auch nicht. Es lässt sie nur einen Spalt weit offen. Eines der größten Fragezeichen dieses Systems ist die Trümmerstruktur in seiner Umgebung. Einige Beobachtungen deuten darauf hin, dass es um Tau-Ceti eine dichtere Staub- und Trümmerscheibe geben könnte als in unserem Sonnensystem. Auf den ersten Blick klingt das vielleicht nach einem technischen Detail. Doch die Folgen könnten sehr ernst sein. Denn mehr Trümmer bedeuten mehr mögliche Kollisionen. Mehr Kollisionen wiederum bedeuten, dass die Stabilität auf der Oberfläche eines Planeten immer wieder gestört wird. Große Asteroideneinschläge können Ozeane verdampfen lassen, die Atmosphäre verändern und das Klima aus dem Gleichgewicht bringen. Vielleicht findet mikrobielles Leben trotzdem einen Weg. Vielleicht zieht es sich unter die Oberfläche zurück. Vielleicht hält es sich am Boden tiefer Ozeane. Aber für ein komplexes, langlebiges, an der Oberfläche verbreitetes Ökosystem wäre ein solcher Himmel alles andere als gastfreundlich. Ein weiteres kritisches Thema ist das Magnetfeld. Eines der Dinge, die die Erde bewohnbar machen, ist nicht nur Wasser oder die richtige Entfernung, sondern auch ein unsichtbarer Schild. Diese Schutzstruktur, die wir Magnetosphäre nennen, bildet gewissermaßen eine Verteidigungslinie gegen geladene Teilchen von der Sonne. Wenn der Kern eines Planeten nicht aktiv genug ist oder seine innere Struktur nicht so funktioniert, dass sie diesen Schild erzeugen kann, dann können Sternwinde im Laufe der Zeit die Atmosphäre abtragen. Die schützende Gashülle wird dünner, die Oberfläche ist stärkerer Strahlung ausgesetzt. Wasserverlust kann sich beschleunigen. Das empfindliche Gleichgewicht, auf dem Leben ruht, kann still und leise zerbrechen. Der Mars steht uns dafür immer als eines der eindrucksvollsten Beispiele vor Augen. Eine Welt, die einst viel hoffnungsvoller gewesen sein könnte mit der Zeit ihre Verteidigung verloren haben. Deshalb haben wir, wenn wir ehrlich auf Tau-Ceti blicken, kein beruhigendes Bild in der Hand. Dieses System ist vielversprechend, aber nicht bequem. Es ist nah, aber man kann nicht behaupten, dass es sicher ist.
Es wirkt vertraut, aber wir sind nicht sicher, ob es freundlich ist. Es ist, als gäbe es in der Dunkelheit des Alls eine Möglichkeit, die uns zuzwinkert. Doch in dem Moment, in dem wir die Hand nach ihr ausstrecken, wissen wir nicht, was wir berühren werden. Einen kalten Felsen, einen Ozean, verborgen unter dichten Wolken, oder nur ein stilles Beispiel, das uns erneut daran erinnert, wie zerbrechlich Leben im Universum ist? Was Tao Ceti so aufregend macht, ist nicht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es uns täuscht. Im Gegenteil, es schenkt uns Hoffnung und zwingt uns zugleich zur Vorsicht. Und doch geben wir trotz all dieser Risiken nicht auf. Warum? Weil uns die Erde etwas sehr Wichtiges gelehrt hat. Leben könnte hartnäckiger sein, als wir glauben. Wir haben Organismen gesehen, die in den dunklen hydrothermalen Schloten am Meeresboden, in extrem sauren Seen, in gefrorenen Polarschichten und sogar in stark strahlungsbelasteten Umgebungen überleben können. Das sagt uns, es erscheint uns schwierig und dort ist Leben unmöglich, sind nicht dasselbe. Die menschliche Intuition ist oft enger als die Wirklichkeit des Universums. Wir suchen nach Komfort. Das Leben sucht manchmal nur nach einem kleinen Spalt, an dem es sich festhalten kann. Deshalb müssen wir, wenn wir auf Tao Ceti blicken, nicht über unsere Grenzen nachdenken, sondern über die Grenzen der Natur. Und wenn wir ehrlich sind, die Natur hat uns schon oft genug überrascht. Vielleicht ist die eigentliche Frage also diese: Wenn es auf Tao Ceti wirklich Leben gibt, was für ein Leben wäre das? Der menschliche Geist neigt sofort dazu, sich Wälder, Küsten, windige Ebenen, einen lebendigen Himmel und vielleicht sogar komplexe, sich bewegende Lebewesen vorzustellen. Doch die Wirklichkeit könnte sehr viel stiller sein. Vielleicht existiert Leben dort nur auf mikroskopischer Ebene. Vielleicht verbirgt es sich in Gesteinsrissen. Vielleicht hält es sich unter Eisschichten an einem Ort aufrecht, den nie ein Lichtstrahl erreicht, nur mit Hilfe chemischer Energie. Meiner Ansicht nach wäre Leben auf Tao Ceti, falls es dort existiert, höchstwahrscheinlich in einfachen Formen vorhanden. Die Vorstellung von Zivilisationen, Städten, bewussten Signalen oder einem Radiosignal, das zu uns zurückkehrt, ist natürlich faszinierend. Aber für die größte Revolution brauchen wir nichts davon. Schon eine einzige mikrobielle Spur könnte die Geschichte der Menschheit in 2 Teile teilen. Und genau hier liegt der stärkste Punkt der ganzen Geschichte. Wir wissen es noch nicht. Diese 3 Worte mögen simpel wirken, doch sie gehören zu den ehrlichsten Sätzen der Wissenschaft. Wir wissen es noch nicht, bedeutet, dass die Tür nicht geschlossen ist. Es bedeutet, dass neue Teleskope, empfindlichere Spektrometer, bessere Modellierungen und geduldigere Beobachtungen noch immer im Spiel sind. In den kommenden Jahren könnten wir sehr viel mehr über die Atmosphären der Planeten im Tau Ceti-System erfahren. Wenn wir eines Tages auf Wasserdampf, Methan, Kohlendioxid, unerwartete chemische Ungleichgewichte oder Hinweise stoßen, die biologische Prozesse andeuten, dann wäre das nicht einfach nur ein neuer Datensatz. Es wäre eine Schwelle, die den Sinn jener Momente verändern könnte, in denen die Menschheit zum Himmel blickt. Natürlich könnte das Ergebnis auch Enttäuschung sein. Vielleicht wird Tau Ceti viel heißer sein, als wir erwartet haben. Vielleicht wird Tau Ceti F viel eisiger und lebloser sein, als wir annehmen. Vielleicht wird die Kollisionsgeschichte des Systems alle vielversprechenden Szenarien schwächen. Vielleicht bleibt uns am Ende nur diese Erkenntnis: Bedingungen, die dem Leben ähneln, erzeugen nicht immer Leben. Aber selbst das wäre kein wertloses Ergebnis. Denn Wissenschaft ist nicht nur dazu da, unsere Hoffnungen zu bestätigen, sondern auch dazu,
uns zu zeigen, wo wir falsch lagen. Selbst wenn Tao Ceti uns kein Leben schenkt, könnte es uns helfen, besser zu verstehen, wie besonders Leben wirklich ist. Doch welchem Ergebnis wir auch begegnen, Tao Ceti flüstert uns schon jetzt etwas Wichtiges zu. Das Universum mag still sein, aber Stille bedeutet nicht Leere. Entfernung bedeutet nicht Abwesenheit. Dass wir etwas nicht sehen, heißt nicht, dass dort nichts ist. Manchmal liegen die Antworten vor uns, aber wir verfügen noch nicht über die Werkzeuge, um sie zu lesen. Manchmal spricht die Natur, und wir sind nur noch nicht weit genug entwickelt, um ihre Sprache zu entschlüsseln. Genau deshalb ist Tao Ceti nicht nur ein Sternsystem. Es ist zugleich eine Geduldsprobe der Menschheit, eine Prüfung der Neugier, eine Prüfung der Bescheidenheit. Denn ganz gleich, wie weit wir kommen, das Universum erinnert uns immer wieder an dasselbe. Wenn du wissen willst, musst du zuerst akzeptieren, wie wenig du weißt. Jetzt möchte ich die Frage an euch weitergeben. Glaubt ihr, dass es auf Tao Ceti wirklich Leben geben könnte? Wenn ja, ist dieses Leben nur eine Geschichte des Überlebens auf mikrobieller Ebene? Oder könnte es sich in der Geduld von Milliarden Jahren zu komplexeren Formen entwickelt haben? Schreibt eure Gedanken unbedingt in die Kommentare. Vielleicht werden wir nie dorthin reisen und es mit eigenen Augen sehen. Aber manchmal misst sich die Größe einer Zivilisation nicht an den Orten, die sie erreicht, sondern an den Fragen, die sie nie aufhört zu stellen. Deshalb ist auch eure Antwort wichtig, denn jede Antwort, die wir auf diese Frage geben, verrät im Grunde nicht nur etwas darüber, wie wir uns einen anderen Planeten vorstellen, sondern auch darüber, wie wir den Platz der Menschheit im Universum begreifen. Vielleicht haben wir heute noch keine eindeutige Antwort, vielleicht auch morgen nicht. Aber zum ersten Mal sind wir so weit gekommen, dass wir wirklich auf die Orte blicken können, aus denen diese Antwort kommen könnte. Zum ersten Mal lesen wir die Lichtpunkte am Himmel nicht nur als ferne Sterne, sondern als mögliche Welten. Und vielleicht verwandelt sich die Frage, ob wir allein sind, zum ersten Mal von einem philosophischen Satz in eine messbare wissenschaftliche Frage. Der ersten echten Antwort sind wir näher als je zuvor.